Hallo und willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein neues Thema. Wie kannst du über deine Persönlichkeit sprechen, also wie du dich selbst beschreibst? Das finde ich spannend. Ich weiß oft nicht, wie ich mich beschreiben soll. Das ist ganz normal. Viele Lernende kennen Wörter, aber sie wissen nicht, wie sie sie im Gespräch benutzen. Und genau das machen wir heute. Wir sprechen darüber, wie in einem echten Gespräch. Einfach, klar und natürlich. Aber bevor wir starten, noch eine kurze Sache. Wir haben unser erstes Buch geschrieben. Es geht um lustige Geschichten aus dem Alltag in Deutschland. Situationen, die du sicher kennst oder bald selbst erleben wirst. Und genau wie heute lernst du auch dort, wie Menschen wirklich sprechen, wie sie sich beschreiben, wie sie reagieren und wie echte Gespräche klingen. Mit einem Kauf unterstützt du diesen Podcast extrem und hilfst uns, noch mehr solche Inhalte zu machen. Vielen Dank dafür. Gut, dann starten wir. Ich stelle dir eine einfache Frage. Wenn dich jemand fragt, wie bist du als Person? Was sagst du? Das ist schwierig. Ich weiß nicht genau, wie ich anfangen soll. Genau. Und das ist der Punkt. Viele denken zu lange nach. Aber du kannst ganz einfach anfangen. Du sagst zum Beispiel, ich bin ruhig oder ich bin offen oder ich bin freundlich. Also einfach ein Wort. Genau. Ein Wort ist schon genug für den Anfang. Ich glaube, ich bin eher ruhig. Sehr gut. Und jetzt kannst du das ein bisschen erweitern. Du sagst, ich bin eher ruhig. Ich höre viel zu. Ich rede nicht so viel. Ich bin eher ruhig. Ich höre viel zu. Ich rede nicht so viel. Perfekt. Genau so. Aber was, wenn ich mehr sagen will? Gute Frage. Dann bleibst du einfach bei kurzen Sätzen. Du gibst kleine zusätzliche Informationen. Zum Beispiel, ich bin freundlich, ich helfe gern. Ich bin oft gut gelaunt. Ich bin oft gut gelaunt. Sehr gut. Du kannst auch sagen, was du nicht bist. Also negativ. Nicht negativ, einfach ehrlich. Zum Beispiel, ich bin nicht sehr geduldig. Oder ich bin manchmal nervös. Ich bin manchmal nervös. Sehr gut. Das macht dich menschlich. Und wenn ich jemanden beschreiben will? Sehr gute Frage. Das machen wir jetzt auch. Du kannst sagen, er ist sehr nett, sie ist sehr offen, er ist ruhig, sie ist sehr aktiv. Also fast gleich wie bei mir selbst. Genau, nur mit er oder sie. Das ist einfach. Genau. Und jetzt machen wir ein kleines Gespräch. Ich frage dich, wie bist du als Person? Ich bin eher ruhig. Ich höre viel zu. Ich bin freundlich. Sehr gut. Und jetzt frage ich weiter. Bist du eher spontan oder planst du viel? Ich plane eher. Ich mag Struktur. Sehr gut. Und jetzt stelle du mir eine Frage. Wie bist du als Person? Gute Frage. Ich bin eher offen. Ich rede gern mit Menschen. Ich bin auch sehr neugierig. Bist du eher ruhig oder aktiv? Ich bin eher aktiv. Ich mache gern viele Dinge. Ich probiere gern Neues aus. Das klingt interessant. Danke. Und genau so entsteht ein Gespräch. Du stellst einfache Fragen. Du gibst einfache Antworten. Und du bleibst im Flow. Das fühlt sich viel natürlicher an. Genau. Und das ist das Ziel. Dann gehen wir im nächsten Kapitel tiefer rein. Dann zeige ich dir, wie du deine Persönlichkeit noch genauer beschreiben kannst. Gut, dann gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Jetzt beschreiben wir deine Persönlichkeit etwas genauer.
Nicht nur mit einem Wort, sondern mit kleinen Situationen und Beispielen. Also nicht nur sagen, wie ich bin, sondern zeigen. Genau, das ist viel natürlicher. Stell dir vor, jemand fragt dich, wie bist du als Person? Du sagst nicht nur, ich bin freundlich, du sagst, ich bin freundlich, ich helfe anderen gern, ich bin für meine Freunde da. Ah, das klingt viel stärker. Genau, du gibst ein kleines Bild von dir. Ich glaube, ich kann das machen. Sehr gut, dann probieren wir es. Wie bist du als Person? Ich bin eher ruhig. Ich höre viel zu. Ich bin für meine Freunde da. Perfekt, das ist sehr natürlich. Jetzt gehen wir weiter. Du kannst auch sagen, wie du in bestimmten Situationen bist. Zum Beispiel. Zum Beispiel bei der Arbeit oder in der Schule. Du kannst sagen, bei der Arbeit bin ich sehr konzentriert. Ich arbeite gern im Team. Ich arbeite gern im Team. Sehr gut. Oder in neuen Situationen bin ich manchmal nervös, aber ich versuche offen zu bleiben. Das passt gut zu mir. Dann sag es. In neuen Situationen bin ich manchmal nervös, aber ich versuche, offen zu bleiben. Perfekt. Genau so. Und wenn ich über meine Stärken sprechen will, Sehr gute Frage. Dann sagst du einfach, ich bin gut in. Zum Beispiel, ich bin gut im Organisieren. Ich bin gut im Zuhören. ich bin gut im Zuhören. Sehr gut. Und du kannst es wieder erweitern. Ich bin gut im Zuhören. Menschen erzählen mir oft ihre Probleme. Menschen erzählen mir oft ihre Probleme. Perfekt. Das macht deine Aussage stärker. Und Schwächen. Auch wichtig. Du kannst sagen, ich bin nicht so gut in oder ich habe manchmal Probleme mit. Ich habe manchmal Probleme mit Stress. Sehr gut. Oder ich bin manchmal ungeduldig. Ich bin manchmal ungeduldig. Perfekt. Das ist ehrlich und natürlich. Jetzt machen wir ein kleines Gespräch. Ich frage dich, was sind deine Stärken? Ich bin gut im Zuhören. Ich bin freundlich. Ich helfe gern. Sehr gut. Und was ist eine Schwäche? Ich bin manchmal nervös. Ich denke zu viel. Sehr gut. Das ist sehr real. Und jetzt frage ich dich, was sind deine Stärken? Gute Frage. Ich bin sehr offen. Ich kann gut mit Menschen sprechen. Ich bleibe oft ruhig in stressigen Situationen. Das ist eine gute Stärke. Danke. Und eine Schwäche ist, dass ich manchmal zu viele Dinge gleichzeitig mache. Das kenne ich. Genau. Und das ist wichtig, du zeigst, dass du dich selbst kennst. Und genau das ist das Ziel. Nicht perfekte Wörter, sondern echte Aussagen. Ich merke, dass ich viel mehr sagen kann als vorher. Genau. Du beschreibst dich Schritt für Schritt. Und das Beste ist, du kannst das in vielen Situationen benutzen. Im Gespräch mit Freunden, im Job oder wenn du neue Leute kennenlernst. Das ist sehr hilfreich. Sehr gut. Dann gehen wir im nächsten Kapitel noch weiter und machen das Ganze noch natürlicher und persönlicher. Gut, dann gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter. Jetzt machen wir das Ganze persönlicher. Nicht nur beschreiben, wie du bist, sondern auch, warum du so bist. Also mehr Tiefe. Genau. Das macht dein Deutsch sofort stärker und interessanter. Stell dir vor, jemand fragt dich, wie bist du als Person? Du sagst, ich bin eher ruhig. Ich höre viel zu. Das ist gut. Aber jetzt kommt der nächste Schritt. Du erklärst warum. Zum Beispiel, ich bin eher ruhig, weil ich gern zuhöre und andere verstehen will. Ah, das klingt viel persönlicher. Genau, du gibst einen Grund und sofort wird dein Satz stärker.
Ich möchte das ausprobieren. Sehr gut. Wie bist du als Person? Ich bin eher ruhig, weil ich gern zuhöre und andere verstehen will. Perfekt. Genau so. Du kannst das mit vielen Dingen machen. Zum Beispiel, ich bin oft gut gelaunt, weil ich versuche, positiv zu denken. Ich bin oft gut gelaunt, weil ich versuche, positiv zu denken. Sehr gut. Und wenn ich etwas Negatives sagen will, Auch wichtig. Du kannst sagen, ich bin manchmal nervös, weil ich zu viel nachdenke. ich bin manchmal nervös, weil ich zu viel nachdenke. Perfekt. Das ist ehrlich und natürlich. Jetzt machen wir ein kleines Gespräch. Ich frage dich, bist du eher spontan oder planst du viel? Ich plane eher, weil ich Struktur mag und mich dann sicher fühle. Sehr gut, das ist eine starke Antwort. Und jetzt frage ich weiter, wie bist du mit anderen Menschen? Ich bin freundlich und offen, weil ich gern neue Leute kennenlerne. Perfekt. Jetzt frage ich dich, warum bist du so offen? Gute Frage. Ich bin offen, weil ich neugierig bin und gern neue Perspektiven höre. Das klingt sehr interessant. Danke. Und genauso entsteht ein echtes Gespräch. Du gibst nicht nur Informationen, du gibst Gründe, du zeigst deine Gedanken. Das macht es viel echter. Genau. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Du kannst auch kleine Beispiele geben. Zum Beispiel, Zum Beispiel, ich bin sehr hilfsbereit. Wenn ein Freund ein Problem hat, bin ich immer da. wenn ein Freund ein Problem hat, bin ich immer da. Sehr gut. Oder ich bin manchmal schüchtern. In großen Gruppen sage ich nicht viel. In großen Gruppen sage ich nicht viel. Perfekt. Jetzt sieht man dich als Person. Das ist ein großer Unterschied. Genau. Du beschreibst nicht nur Wörter, du beschreibst dein Leben. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Ich frage dich etwas Persönliches. Was ist dir wichtig im Leben? Mir sind meine Freunde wichtig, weil sie mich unterstützen und ich mich bei ihnen wohlfühle. Sehr gut, das ist eine starke Antwort. Und was möchtest du verbessern? Ich möchte selbstbewusster werden, weil ich manchmal zu viel Angst habe. Perfekt, genau so. Ich merke, dass ich jetzt viel freier sprechen kann. Genau. Weil du nicht mehr suchst, du sprichst einfach über dich. Und das ist das Ziel. Natürlich sprechen heißt über echte Dinge sprechen. Das fühlt sich richtig an. Sehr gut. Dann gehen wir im nächsten Kapitel zum Abschluss und fassen alles zusammen. Gut, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Die Folge war etwas kürzer. Mögt ihr es lieber, wenn die Folgen kürzer oder eher länger sind? Schreibt es bitte in die Kommentare. Lass uns noch einmal zusammenfassen, was du heute gelernt hast. Heute ging es darum, wie du über deine Persönlichkeit sprechen kannst, also wie du dich selbst beschreibst und wie du anderen zeigst, wie du bist. Ja, und ich habe gemerkt, dass es gar nicht so kompliziert ist. Genau. Du brauchst keine perfekten Sätze. Du brauchst einfache, klare Aussagen. Du kannst anfangen mit Ich bin ruhig, ich bin offen, ich bin freundlich. Das ist ein guter Start. Und dann gehst du einen Schritt weiter. Du gibst mehr Informationen. Ich bin ruhig, ich höre viel zu, ich rede nicht so viel. Ja, das macht es direkt klarer. Genau. Und dann kommt der nächste Schritt. Du erklärst warum. Ich bin ruhig, weil ich gern zuhöre. Ich bin freundlich, weil ich anderen helfen will. Das macht es persönlicher. Genau. Und dann kannst du Beispiele geben. Wenn ein Freund ein Problem hat, bin ich da. In großen Gruppen bin ich eher still. Das zeigt wirklich, wie man ist. Genau. Und das ist das Ziel. Nicht nur Wörter sagen, sondern dich als Person zeigen. Und ganz wichtig, du kannst auch Fragen stellen.
Wie bist du als Person? Was sind deine Stärken? Was möchtest du verbessern? Ja, das hilft, ein Gespräch zu starten. Genau. Sprache ist immer ein Austausch. Und jetzt kommt deine Aufgabe. Für dich und für alle, die zuhören. Okay, ich bin bereit. Nimm dir einen Moment und denk über dich nach. Wie bist du als Person? Such dir 3 einfache Aussagen. Zum Beispiel: Ich bin ruhig. Ich bin freundlich. Ich bin manchmal nervös. Das kann jeder machen. Genau. Und jetzt erweitere diese Sätze. Sag warum oder gib ein kleines Beispiel. Also etwas mehr erzählen. Genau. Und dann sprich es laut, nicht nur im Kopf, wirklich laut. Du kannst das alleine machen oder mit jemandem. Das hilft beim Lernen. Sehr gut. Und jetzt noch etwas für alle Zuhörer. Schreib uns in die Kommentare. Wie bist du als Person? Schreib 1 oder 2 Sätze über dich. Das ist spannend. Genau. Und wenn du willst, lies auch die Kommentare von anderen. Du bekommst neue Ideen und siehst, wie andere sich beschreiben. Das motiviert sehr. Genau. Lernen passiert nicht nur hier im Podcast. Lernen passiert auch im Austausch. Und vielleicht sprechen wir in einer nächsten Folge über eure Antworten. Das wäre cool. Sehr gut. Dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Bleib dran, sprich laut und hab keine Angst, dich zu zeigen. Danke dir, Paul. Das war wirklich hilfreich. Sehr gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.